Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Software Testing. Ich bin euer Host Richie und habe wieder eine Folge vom German Testing Day 2025 mit dabei. Diesmal bei mir zu Gast Alexander Weiß und Martin Heiniger von Hicon, die mit uns in die Tiefen der Embedded Systeme steigen. Wie ihr euch sicher vorstellen könnt, ist das Testen und Messen auf Hardware nicht immer so einfach. Es gibt aber mittlerweile echt coole Tools, mit denen man sehr genau sieht, was eigentlich da passiert, während man da seine Tests durchläuft. Ein sehr spannendes Thema, wie ich finde. Aber hört selbst. Hallo Martin, hallo Alex, schön, dass ihr da seid. Ebenso. Hallo, Danke für die Einladung. Ja, ich freue mich sehr. Mir ist jetzt so im Vorfeld noch eingefallen, Martin, ich glaube, wir sind auf Xing schon ganz, ganz lange verknüpft und ich weiß gar nicht, wie das zustande gekommen ist. Xing ist ganz alt, ja. Ja, genau. Ich bin da auch gar nicht mehr aktiv, aber mir ist irgendwie eingefallen, dass wir... OpenBC war mal. Genau, mal da, wahrscheinlich waren wir da schon ganz lange, verknüpft. genau. Ne? Ja, Aber umso okay. schön, dass wir jetzt hier im Podcast zusammenkommen. Genau, Ja. freut mich auch sehr. Der German Testing Day 2025, ihr habt euren Vortrag morgen. Genau, also heute noch ein bisschen Schonfrist sozusagen. Ja, und ich habe so im Abstract gelesen und dadurch auch, dass ich im Programmkomitee bin, auch total froh, dass wir dieses Thema, das ihr mitgebracht habt, auch mal hier wieder besetzen und auch wieder in den Podcast bringen können, weil es doch immer wieder nachgefragt wird auch. Und zwar geht es ums Thema Embedded Testing. Und das ist ja schon so ein bisschen eine Eigenart des Testens oder so, oder? Sag mal, für einen Web-Applikationstester oder Software-Tester vielleicht ein bisschen was Besonderes, ne? Ja, wobei es ja auch Embedded Web-Applikationen gibt, Ah ja, okay. die sich Ja, damit auch rumschlagen müssen. ja, stimmt, da kommen wir ja vielleicht noch dazu, genau. Ja, aber starten wir mal rein. Was ist denn so die Besonderheit oder die Herausforderung beim Embedded Testing oder aus eurer Sicht? Der Mikrocontroller ist nicht so groß. Der Platz ist begrenzt, die Zeiten sind alle strenger. Es hat viel mit Elektronik zu tun. Ja, ich muss einen Schaltplan lesen können. Ich muss wissen, R ist U durch I. Ansonsten kann ich nicht Embedded testen. Ja. Mir wird das Bit oder Byte nicht gesetzt werden, wenn ich den Stromkreis hinten nicht schließe zum Beispiel, ja, oder öffne, je nachdem, was ich tun muss. Also ich brauche diese Kombination zwischen Elektrotechnik und Informatik. Das macht es besonders beim Testen und für den Tester besonders. Ja, und wie gesagt, die Applikationen sind alle begrenzt groß. Das ist so, denke ich, der Hauptunterschied. Ja. Es gibt aber viele Gemeinsamkeiten. Also ist natürlich nicht so, dass alles anders ist. Ja. Aber ich denke wirklich, dass das Besondere daran ist halt diese Ressourcenknappheit und auch das Profil der Applikation, weil Embedded-System ist halt irgendwie was mit Echtzeit. Und wenn man jetzt anfängt, beim Testen die Echtzeit außer Acht zu lassen, kann sein, dann testet man nicht unbedingt das, was man sollte. Oder das System funktioniert nicht, wie es soll. Da ploppt bei mir gleich so ein bisschen die Frage auf, ne, wenn das auch so abhängig ist von der Hardware und von der Elektronik. Wie spielt denn das zum Beispiel? Dann kann ich sagen, ich teste das alles auf Simulationen. Wo ist denn da die Grenze oder wo ist es überhaupt so nutzbar? Ja? Ich hatte ein super Thema. Das ist bei uns ein ganz heißes Eisen. Was darf ich auf dem PC testen? Ganz normal. Also das, was die Web-Leute oder so auch machen. Und was muss ich auf der Elektronik dann nachher testen? Das ist ein ganz heißes Eisen. Der Abnahmetest, der Systemtest ist immer im Verbund mit meinem Gesamtsystem. Aber je weiter runter ich komme, gerade so auf Unit-Ebene, da darf man dann schon auch mal auf dem PC testen, zumindest unter bestimmten Umständen. Ja, da können wir jetzt tief einsteigen. Aber es gibt ja das Simulationstesten, aber in dem Welt, in der ich lebe, das ist noch mal spezieller, nämlich die Sicherheit. Da würde man dann fragen, ja, ist denn die Simulation richtig? Ja. Kannst du mir beweisen, dass die Simulation die Wahrheit ist? Und das wird man kaum können. Und darum ist man dann meistens tatsächlich auf dem elektronischen System. Da ist die Wahrheit. Geht vielleicht an der Stelle auch noch weiter, dass man sich die Systeme anschauen muss. Ganz früher hatte man so diese Controller, da gab es eine CPU, einen externen Speicher, da war irgendwie alles übersichtlich, gab es Modelle dafür und da konnte man auch genau sagen, wenn die Software läuft, die braucht 728 CPU-Takte und dann ist die immer zu dem Zeitpunkt fertig. Wenn man jetzt ein Multicore-System hat mit Memory-Hierarchie, mit Cache oder sowas, die sich dann irgendwie alle gegenseitig aus dem Cache verdrängen oder sowas, dann ist das halt so, dieser Determinismus ist halt
weg, beziehungsweise man muss einen großen Aufwand treiben, um den wieder zu erzielen. Und Modelle gibt es dort auch nicht mehr für diese Prozessoren oder SoC-Systeme oder sowas. Also das muss man am besten ausprobieren und vielleicht kann man die Entwicklung oder während der Entwicklung viel softwarebasiert machen, aber zum Schluss muss halt die Nagelprobe kommen und dann muss man das ausprobieren und dann braucht man die Fähigkeit, in das System reinzuschauen und zu verstehen, was passiert da drin. Jetzt ist, ich bin nicht so dran, ich war selber mal bei einem Gerätehersteller, wo wir auch so Firmware gemacht haben und auch so Embedded Software. Und da war es so vielleicht ein bisschen jetzt ein Stereotyp, kamen viele Softwareentwickler aus dem Embedded-Bereich, eigentlich aus der Ingenieurskunst, also eher so die Elektrotechniker, die dann auch Software lesen. Also waren jetzt weniger Informatiker. Ist das auch ein Bild, was ihr so Ich bin so einer. Ah, du bist gut erwischt. Ich bin so einer. Ja. Ja, das machen viele Elektrotechniker, weil eben die Elektrotechnik so wichtig ist. Ja, klar, die Informatiker schimpfen dann, ihr könnt alle nicht Software entwickeln, ja, weil ihr die Informatik nicht gelernt habt. Und es ist schon ein gewisses Spannungsfeld. Es haben aber viele Informatiker auch keine Lust auf diese doch harte Elektrotechnik da dann mit dabei zu sein. Und beides, man muss halt beides wollen, beides vereinen wollen. Das ist das Thema. Also ich habe Elektrotechnik studiert. Ja. Ich habe das. Ich glaube auch, wie du sagst, dieses Verständnis von der Architektur auch zu können. Ich meine, da brauche ich einfach auch das Technische. Das ist anders, als ob ich jetzt auf meiner Oberfläche da irgendwie ein bisschen Hochsprache zusammenklicke. Ne? Ja. Also was extrem hilfreich ist, das ist halt auch ein Verständnis, was passiert in dem Ding drin. Was macht die CPU, was machen die CPU-Register, was passiert, wenn die CPU aus dem Speicher was liest und das wir vielleicht wieder zurückschreiben will. Lesen kann sehr, sehr lange dauern, rückschreiben kann ganz schnell gehen. Wenn der Bus irgendwie so ein Early Acknowledge hat und so sagt ich verspreche dir, ich schreibe das zurück, aber du kannst in der Zwischenzeit weitermachen. Und das sind alles so die Effekte, die muss man halt einfach irgendwie ein bisschen im Hinterkopf haben, wenn man sowas macht oder sich mit so einem System tiefer da beschäftigt. Wenn wir jetzt so ein bisschen auf den Test schauen, wo sagt ihr denn, das sind die großen Unterschiede jetzt so von der Testmethodik oder von Testverfahren her, was man extra vielleicht sich auch in dem Umfeld geschaffen hat, um gut testen zu können? Ich sage jetzt mal, für mich der größte Unterschied ist der Volumentest, den es im IT-Bereich gibt. Also mit ganz großen Datenbanken und vielen Daten, manchmal auch reale Daten von Personen, von Menschen, wo ich mit Datenschutz zu tun habe und so weiter, wenn ich da Datenbanken agiere. Diese Größe, diese schiere Größe, die haben wir im Embedded-Bereich so nicht. Also ein Volumentest im Embedded-Bereich, das wird dann eher ein Stresstest, wo mal auf einem Bus, auf einem Ethernet oder mal CAN-Bus oder sowas ein paar Daten hin und her geschickt werden. Aber für jeden ITler wird der sagen, das ist ja nichts. Ja. Also der Volumentest ist der größte Unterschied, so nach meiner Erfahrung. Ein zweiter Unterschied ist diese Code-Coverage-Messung. Zumindest kenne ich es im IT-Umfeld wenig, da ist man vor allem auch noch vollständig, irgendwie 100% Code-Coverage, also jede Zeile Code oder gar noch jede Bedingung oder sowas abgetestet. Das ist im IT-Umfeld weder üblich noch sinnvoll, muss man sagen, bei der Größe her. Im Sicherheitsumfeld hat dann doch wieder spannend, weil man sagen muss, ja, aber wenn da ein Fehler drin ist, dann haben wir ein Problem. Wir müssen alles testen. Ja. Also das sind für mich die zwei großen Unterschiede. Ich weiß nicht. Ja, und letztendlich so mein Steckenpferd, die Beobachtbarkeit. Ist so ein IT-System, das kann man instrumentieren, das ist halt dann unterm Strich ein bisschen langsamer, weil wenn an einer interessanten Stelle vorbeikommt, das dann irgendwie nach außen meldet oder sowas. In einem Embedded-System ist das halt nicht so einfach. Da gibt es Ansätze mit Instrumentierung, was für Unit-Tests und so weiter wunderbar funktioniert. Weil die sind isoliert, da tut es nicht weh, wenn das plötzlich 5-mal so lange dauert. Ja. Aber wenn man so in die richtigen Integrations-Systemtests geht und dort ein instrumentiertes oder sein Projekt, seine Applikation instrumentiert, und dann gibt es halt zwei unangenehme Effekte. Der eine ist, es passt gar nicht mehr in den Speicher rein, weil das bläst natürlich auf. Also man muss halt, so im Schnitt ist jede 5. Instruktion eine Entscheidung, die halt mitprotokolliert werden muss. Hinter jeder Entscheidung muss bei der Instrumentierung ein Counter stehen, wie oft er an der Stelle vorbeigekommen. Und wenn man sich das vorstellt, wie groß dann der Code wird, wenn der dann jedes Mal bei einer Entscheidung erstmal in den Counter springt, den inkrementiert, also Read, Modify, Write und Memory macht, was wieder unbestimmt lange dauert. Wenn es im Cache ist, geht es super schnell. Wenn es extern Memory ist, dauert das Faktor 100 länger oder sowas. Also dort hat man so ganz viele Unsicherheitsfaktoren. Und der zweite Aspekt hatte ich jetzt schon mit reingebracht. Das ist letztendlich so die Ausführungszeit. Also wir haben ein System, das soll irgendwie
eine garantierte Antwortzeit haben oder muss halt irgendwie, es kommt eine Nachricht rein oder ein Interrupt. Ich muss darauf reagieren und wenn das instrumentiert ist, wird sich das anders verhalten, weil es dauert einfach länger. Und letztendlich testet man dann das instrumentierte System, was nichts mehr mit der oder weniger vielleicht mit der eigentlichen Applikation zu tun hat. In der Luftfahrt kann das halt sehr kritisch sein. Da geht es dann sogar so weit, dass die Instrumentierung im Release-System verbleibt, weil man halt letztendlich den getesteten Code auch tatsächlich ausliefern will. Es gibt auch oder Bereiche, wo man dann letztendlich sagt, okay, ich teste das einmal mit der Instrumentierung, einmal ohne und hoffe dann, dass das irgendwie trotzdem das Gleiche ist. Aber das ist halt so der spannende Punkt. Also Ich glaube, das ist eine spannende Frage, die wir ja auch quasi in IT-Systemen immer wieder drinnen haben. Lassen wir denn eigentlich Testcode oder Testschnittstellen und diese Sachen drinnen oder nicht und nehmen die raus? Ne? Das ist natürlich jetzt gerade in dem Bereich, wenn ich sage, das ist das, was ich getestet habe, dann macht das natürlich auch Sinn, das vielleicht auch mitzureleasen und mitzutragen. Ne? Es gibt noch einen Unterschied, die Security, die kommt erst beim Embedded-Bereich. Da fangen wir jetzt an, aber da hat die IT aus meiner Sicht einen Vorsprung. Da macht sie schon ziemlich lang, testet sie und hat Ideen, wie sie es schützen kann. Das fängt jetzt im Embedded an. Ja. Und wir haben wenig Ressourcen. Bei uns geht es in die Richtung, ja, wenn es eine Schnittstelle gibt nach draußen, dann muss der große Rechner da draußen, der mich, kleines System hier anspricht, der muss es schützen. Ja, der muss mich schützen. Also die Security, würde ich sagen, ist auch ein Unterschied. Ja, ja. Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Ja. Wenn jetzt nochmal auch auf diese Testschnitte, also wenn du sagst, es wird instrumentalisiert zum Beispiel, die Daten müssen ja auch irgendwo gehalten werden, damit ich die nachher lesen kann. Liest man die über so Schnittstellen dann mit aus oder werden die irgendwo in ein Logfile abgelegt? Wie kann ich mir das vorstellen? Es gibt letztendlich dort zwei Ansätze und einen, der damit gar nichts zu tun hat, der noch viel besser ist, den erzähle ich dann im Anschluss. Also das eine ist letztendlich, man führt wirklich lokal ein Array von Zählern mit. Es müssen auch nicht unbedingt Zähler sein, sondern es können auch einzelne Bitfelder sein oder so, wo man dann sagt, wenn er an der Stelle vorbeigekommen ist, inkrementiere ich den Zähler oder setze das Bit. So. Oder man tut jedes Mal, wenn man an der interessanten Point of Interest vorbeigekommen ist, schickt man das über eine Schnittstelle, eine Debug-Schnittstelle oder Ethernet oder UART oder so nach außen und im PC wird das dann alles kumuliert. Das sind so die zwei Ansätze. Das dritte, wo ich der totale Fan davon bin, was super interessant ist, das ist so dieses Thema Embedded Trace. Das beseitigt alle Probleme, die man mit der Instrumentierung hat, weil an der CPU ist eine Hardware, die nach außen funkt, was die CPU macht, ohne dass die Applikation das mitbekommt. Okay. Und das ist so, ja, ich sag irgendwie, ja, das ist so der Goldstandard der Beobachtung. Natürlich mit vielen Limitationen oder was man halt beachten muss. Also unter anderem, dass auch diese Embedded Trace-Schnittstelle, die jetzt fast auf jedem Prozessor drauf ist, dass sie auch wirklich auf einer Hardware zugänglich ist und nicht, dass dort irgendjemand da LEDs da stattdessen hingebaut hat an die Pins. Gibt's alles. Ja. Ich kenne es auch, also dass wir in Projekten initial eine Hardware auf den Tisch bekommen, wo wir uns an verschiedenen Stellen der Platine diese einzelnen Embedded Trace-Signale zusammensuchen und dann im nächsten oder übernächsten Redesign ist dann auch der richtige Stecker drauf, weil sie es dann gelernt haben. Und was ich dann immer versuche, den Leuten nahezulegen, das möglichst kleines Lastenheft reinzuschreiben, denkt an die Embedded Trace-Schnittstelle, weil die braucht ihr hinterher. Zwar nicht in der Hardware-Entwicklung, initial und nicht für die Brotinbetriebnahme, aber beim Debuggen und halt bei der ganzen Testerei. Ja. So, und diese Technologie, die schafft jetzt neue Möglichkeiten. Nämlich jetzt kann man dann im System-Test oder im Integrationstest auf jeden Fall auf der Hardware die Trace-Schnittstelle anpingen oder auslesen und kann schauen, wo war er denn, welche Zeilencode hat er denn durchlaufen. Das heißt, ich kann theoretisch mit dem Flugzeug einen Testflug machen und kann schauen, welcher Code wird denn da gerade durchlaufen. Auf der Ebene wird man es vermutlich in der Praxis nicht tun müssen oder tun wollen, aber im Labor das einzelne Steuergerät sehr wohl. Und das ist halt sind wir wieder bei Embedded. Die Hardware ist halt die Wahrheit, ja, auf der Hardware ist die Wahrheit. Und das ging halt bisher nicht. Ja. Die Beobachtbarkeit, wie der Alex gesagt hat, mit der Instrumentierung hat dazu geführt, dass man es nur im Unit-Test und dann häufig nur
jede Modul oder jede Funktion einzeln getestet dann auf dem Target, aber das zeigt ja nicht viel Funktionalität, da habe ich ja nur einzelne Module. Ja, oder halt auf dem PC dann, aber da habe ich wieder meine Elektronik nicht. Und das ist jetzt das Neue und da sind wir eben ein bisschen Missionare. Das wollen wir unter die Leute bringen, diese Idee und diese Möglichkeit, weil wir sind sehr überzeugt, dass das richtig gut ist. Also bitte. Wobei man sagen muss, dass das Embedded Trace, das ist ein alter Hut, das gibt es schon lange. Aber es wurde halt bisher sehr viel für so Debuggen. Dort hatte man halt die Möglichkeit, so ein paar tausend Instruktionen irgendwie rückwärts zu steppen oder sowas. Oder auch so Traces aufzuzeichnen in irgendwelchen Speichern. Da hatte man halt irgendwie einen Film von einer Sekunde oder 2 Sekunden oder sowas. Aber was das Spannende ist ja bei so Systemintegrationstests, dass man ein System wirklich mal hier einen Tag laufen lässt oder so und dann die Statistik bekommt. Wo ist er dann dort an der Stelle vorbeigekommen? Wo sind die, auch so Performance, was hat die CPU gerechnet? Wo lohnt es sich zu optimieren oder sowas? Und das ist halt, das erfordert einen sehr hohen apparativen Aufwand in der Trace-Verarbeitung außerhalb des Chips. Aber also der erste Schritt ist erstmal überhaupt den Chip oder den Mikrocontroller in die Lage zu versetzen, das nach außen zu geben. Also sprich, die Hardware muss da sein. Und das Zweite ist, man braucht dann das entsprechende Gerät, was dann in der Lage ist, auch die Sachen nicht nur mitzulocken und dann später im PC auszuwerten, was ziemlich lange dauert, sondern das möglich hat, gleich live mit zu rechnen und zu analysieren, was da so passiert. Und das geht jetzt. Ja. Das ist online auswertbar ist. Sprich, selbst der schnellste Mikrocontroller ist mal in der Lage, parallel die Daten online auszuwerten, dass ich nichts speichern muss, weil jeder Speicher würde in kürzester Zeit volllaufen, wenn man es abspeichern müsste. Und das ist eben das Neue. Das ist, also ich finde das total spannend. Also ich bin ja natürlich in dem Bereich gar nicht tätig, vielleicht sage ich jetzt auch Quatsch. Aber wie kann ich mir das vorstellen? Es gibt ja ganz viele Hersteller von Prozessoren. Ne? Hat man sich da jetzt irgendwie auf so einen Standard geeinigt, dass dieses Tracing so funktioniert oder wie kam das jetzt? Also es gibt so 2, oder sagen wir 4, 5 so eine relevanten Trace-Protokolle. Also hier gibt es eine Physical Layer, da gibt es so die Möglichkeit, das über parallele Daten bloß einen Clock irgendwie auszugeben. Das ist so unschön, weil es viele Pins braucht, um die Bandbreite, also wir reden eine Bandbreite von irgendwie so ein paar Gigabit, was wir da von dem System runterbekommen. Und dann gibt es letztendlich High-Speed serielle Schnittstellen, also Aurora heißen die zum Beispiel, die geben halt dann mit einer Lane irgendwie so, da werden so Transceiver hergenommen, die geben halt 5 Gigabit, 7, 8 Gigabit die Daten raus und da kann man auch mehrere Lanes dafür haben und dann gibt es halt noch ein weiteres, dass man sagt, man nimmt eine Systemschnittstelle wie zum Beispiel PCI Express und bringt die Trace-Unit dazu, über PCI Express ihre Daten nach draußen zu schicken und über eine Standardschnittstelle nach draußen zu tun, wobei also es ist zwar super elegant und die wird dann halt verfügbar sein, aber es ist so ein bisschen intrusiv, weil die hohe Kunst ist ja, oder was man sich eigentlich wünscht, ist ja, dass das beobachtete System gar nicht merkt, dass es beobachtet wird. Aber wenn jetzt anfängt, die Trace-Unit dort bandbreit auf dem PCI Express sich zu krallen oder so, dann ist halt wieder so eine Rückwirkung da. Also so eine dedizierte High-Speed-Serial-Trace-Schnittstelle ist halt technisch aus unserer Sicht die schönste Lösung, aber nicht immer da. Jetzt ist es ja, also diese Daten kommen ja dann irgendwo raus und sagen wir, die Software, die das quasi analysiert oder sowas, ist das etwas, was ihr euch dann selber entwickelt oder ist das in den Entwicklungsumgebungen drinnen? Wie kann ich mir das vorstellen? Also das ist in Software geht's nicht in Echtzeit oder in Live, sondern das ist wiederum spezielle Hardware, also letztendlich ein FPGA, den man sich so vorstellen kann, das ist halt ein Riesenchip, der ziemlich frei programmierbar ist. Und dort tut man massiv parallelisiert sich so einzelne Trace-Schnipsel nehmen und dann praktisch das Protokoll ausrechnen. Und für zum Beispiel Code Coverage ist es dann so, dass in diesem externen Trace-Decoder für jede Instruktionsadresse in Hardware ein Counter ist, der dann halt mitzählt und wenn man mit der Messung fertig ist, dann wird über alle Counter der Knotensatz gerechnet und dann weiß man den Kontrollflussgrafen, wann er wo, wie, nicht wann, sondern wo er wie oft gewesen ist. Ah ja, okay, Ja. gut. Das ist
Und Alex ist derjenige, der das entwickelt. Also es kommt jetzt nicht mit in den Entwicklungsumgebungen, sondern es gibt ganz wenige Hersteller. Und Alex ist einer davon, der eben diese Hardware dann wiederum baut oder gebaut hat. Weil eben mit reiner Software wäre man nicht so schnell wie die Controller. Da könnte man nicht hinterher. Und das ist die Kunst und das ist das Besondere an der Sache. Das finde ich total faszinierend, weil es natürlich jetzt eine neue Möglichkeit da gibt. Jetzt vielleicht aber nochmal der Dreh zurück zur Sicherheit. Ich denke dann, wenn ich mir jetzt anschaue, so eine Schnittstelle, die mir da munter im Echtzeit quasi liefert, was das System geht, das ist ja auch eine Möglichkeit, an Daten zu kommen oder an Informationen, die ich vielleicht nicht rauskriege. Security, ich glaube, da darfst du was dazu sagen. Ja, also da gibt es 2 Punkte. Also einmal kann man natürlich die Drehschnittstelle auch verrammeln und auch richtig hart verrammeln, dass es dann so eine Fuses gibt, die zerschießt man dann und dann wird dieser Controller niemals Drehs ausgeben. Mehr in Zukunft ist halt schade drum, aber ist halt sicher. Ja. Dann sicher. So, das zweite ist, dieses Drehs-Protokoll, das ist halt sehr hoch komprimiert. Also da wird jetzt nie ausgegeben, ich bin jetzt von Adresse sowieso bis sowieso gesprungen, sondern es wird nur ausgegeben, ich habe jetzt einen direkten Sprung gemacht und ich habe den nächsten gemacht, den übernächsten nicht. Also das ist totaler Krusel, wenn man das Binary von der Applikation nicht kennt. Da kann man nichts anfangen damit. So, und dann ist es so, in den operativen, in die Produktivsysteme kommt das eigentlich nicht rein. Oder das ist zumindest die Idee davon. Ja. Man nimmt es fürs Testen her, man baut sich ein Hardwareboard dafür den Stecker, dass man rankommt in den Traceport. Aber im operativen System setzt man es nicht ein, da ist die Schnittstelle gar nicht da. Beziehungsweise komme ich halt nicht hin. Okay. Um da security-mäßig also auch Security, aber da gibt es noch andere Dinge wie elektromagnetische Wellen oder sowas, die auch sind, wo vielleicht Störungen reinkommen könnten. Also man will generell wenig Schnittstellen haben im operativen System. Und dann lässt man die weg. Aber so weit sind wir gar nicht. Wir müssen das jetzt erstmal die Leute bringen, dass wir es tun. Das ist. Ja gut, aber vielleicht Masse einsetzen. Ist diese Episode auch ein bisschen wir haben ja schon mal eine Episode auch gehabt zu Embedded Testing. Da war ja auch eine schöne Resonanz da. Also vielleicht ist den einen oder anderen, der auch da ein großes Ohr bekommen hat. Ne? Wir würden uns sehr freuen, wenn es da Feedback gibt und durchaus Ideen oder Feedback. Also wir sind da sehr offen. Was ist denn so, wenn man ein bisschen in die Zukunft schaut? Ich meine, ich fand das jetzt so, wie es klingt für mich nach einem großen Schritt weg von dieser schwierigen Instrumentalisierung hin, quasi die Informationen quasi wie sagen wir es aber jetzt, auswirkungsfrei irgendwie auszulesen. Aber was ist denn so der nächste Step, oder wo man sagt, okay, da ist es so der nächste Meilenstein, auf den ihr da hinarbeitet oder den ihr da seht? Also ich würde es ganz kurz die Vergangenheit gehen und 50 Jahre zurück fast, oder 30 Jahre zurück, 1992, gute 30 Jahre, die Luftfahrt, weil die hat nämlich diese Idee gehabt, dass man die Code-Coverage misst und dass man die messen muss und dass die Sinn macht. Und da war eigentlich die Idee zu sagen, wir haben in unserem Softwareentwicklungsbereich die Methoden Requirement Engineering, wir haben Testen und wir hätten sowas wie Code-Coverage-Messung. Die Schwäche von Requirements und von Tests ist, dass wir nie fertig sind. Wir wissen nicht, wann 100% ist. Wann ist man im Requirement-Schreiben fertig? Kann man ganz schwer sagen. Testen, wenn es Geld aus ist. Ja. Aber nicht die Code-Coverage ist Mathematik, weil das auf dem Source-Code basiert. Da kann man eindeutig sagen, 100% Code-Coverage. Und eigentlich wollte man mal die fehlenden Requirements und fehlende Tests finden mit der Code-Coverage, also helfen. Es geht ja nicht 100%, aber zumindest die Code-Coverage gegen die Tests stellen und gegen die Requirements stellen und schauen, ob da was fehlt, ob man zumindest gegen diesen Code alles hat. Aber das hat nicht funktioniert wegen der Instrumentierung, weil dann bin ich auf Unit-Ebene und da habe ich dann die Requirements nicht. Ja. Und jetzt wird das gehen und das ist jetzt einer meiner großen Träume, das zu machen, das deutlich einfacher machen. Wir haben im Sicherheitsbereich, Geld spielt auch da eine Rolle, dieses Unit-Testen, wie wir es machen heute in dieser formalisierten Form, ist wahnsinnig teuer, wahnsinnig aufwendig. Gebt den Unit-Test dem Entwickler zurück. Hört sich jetzt vielleicht blöd an für manche Zuhörer, weil das macht doch der Entwickler. Ja, in der Safety nicht unbedingt. Da gibt es große Testteams und das kostet viel Geld für relativ wenig Mehrwert. Bin ich ein bisschen provokant. Wir würden dahin wollen, im Integrationsbereich die Coverage messen und es gibt auch Behörden, die das wollen. Die wollen das nämlich sehen, weil die sagen schon auch, das System fliegt oder fährt am Ende. Ja? Also da ist die Wahrheit und da wollen wir es sehen. Also das ist jetzt so für mich der nächste Schritt. Ich weiß nicht, ob du einen weiteren in der Zukunft hast, aber das ist jetzt mal meiner. Ja, das ist ja schon mal... Für die Safety ein Riesenschritt. Wenn das gelingt, Wahnsinn. Auf jeden Fall, ja. Und vielleicht auch, wenn das so normativ, also die Normen, die gestatten jetzt beides.
also sicher auch in Kenntnis der damaligen technischen Möglichkeiten, die es gab, wo die Normen geschrieben wurden. Die haben gesagt, wir wollen 100% Coverage, wie es macht Integration oder Unit-Tests, also D178C oder so, die Luftfahrtnormen oder die lassen das einem frei. Und ich würde mir total wünschen, dass man sagt, die Integrationstests sollen die Priorität haben. Und man soll begründen, warum man bestimmte Sachen nicht durch Integrationstests erreichen kann. Und erst wenn man das begründet hat, darf man dort an der Stelle Unit-Tests mit hinzutun, um die Coverage zu erreichen. Ja. Und wir sind jetzt niemand, der sagt, kein Unit-Test mehr. Ja. Wir sind nicht für Big Bang-Integration oder irgend sowas. Also bitte uns nicht missverstehen. Ja. Es geht jetzt wirklich um den Formalismus, der da herrscht und der nicht zielführend ist. Alles, was ein Entwickler sinnvollerweise macht, bleibt bestehen und gebt es ihm zurück. Er soll es bitte wieder machen in unserem Bereich. Und ja, die Normen, das ist unser großes Thema, weil wir natürlich jetzt nicht die ganz Großen sind, die Einfluss haben auf Normen. Vielleicht noch da ein Wort. Diese Normen kommen aus dem raus, dass der Gesetzgeber sagt, ich als Kunde habe das Recht, ein Produkt zu kaufen, das mich nicht umbringt oder schädigt in einer Form. Ja? Und aus dem Gesetz raus darf jede Industrie oder hat jede Industrie Normen geschaffen, wie sie denn das sicherstellt. Und im Softwarebereich halt dann eben auch. Und diese Normen sind immer Stand der Technik irgendwann mal. Oder viele Leute sagen, die Norm, wenn sie rauskommt, ist sie veraltet. Weil sie hat dann den Stand der Technik zu der Zeit. 3 Jahre später im Softwarebereich, wissen wir alle, geht vieles schnell. Also da Weiterentwicklung, dass so eine Technologie auch eine Chance hat. Ja. Das wünschen wir uns. Ja, also macht in meinem, so wie ich das jetzt in meiner Perspektive total Sinn und ich finde das auch einen tollen Schritt, total interessant, wenn ich so an die Zeit vor, ich weiß nicht, 10 Jahren denke, wo ich in dem Bereich ein bisschen tätig war, was jetzt möglich ist und wie damals, ich habe die noch in den Ohren, die Entwickler und die Ingenieure, die damals gesagt haben, das können wir alles nicht messen und das kommen Dings und Ressourcen und so. Und da ist jetzt eine Möglichkeit da, das einfach auch eleganter zu lösen und mal darauf aufbauend auch ein paar Themen zu lösen Richtung Regulatorik, Richtung der Beweisführung, die man da jetzt so treffen muss. Ne? Genau. Ja, sehr schön. Martin, Alex, vielen lieben Dank mal für diesen Ausflug in Embedded Testing. Ich hoffe, es war nicht der letzte hier in dem Podcast. Ich finde es toll, dass ihr das Thema hier auch auf der Konferenz bringt. Das freut mich, dass das auch morgen hier ist. Ich glaube, da gibt es auch eine Community hier und eure Kontaktdaten kommen ja auch in die Shownotes. Das heißt, wenn jemand da Austausch möchte oder sowas, da können wir euch auch gerne alle vernetzen. Das macht auf jeden Fall Freude. Wir freuen uns sehr. Kommen gerne wieder. Auf jeden Fall. Ja, schön. Dann noch eine schöne Konferenz euch. Ne? Dankeschön und bis bald. Danke, ciao. Danke.